Hallo und herzlich willkommen zu unserem diesmonatigen Quicktip. Heute befassen wir uns mit einer sehr oft gestellten Frage aus der CAM-Programmierung. Folgendes Szenario müssen wir uns jetzt anschauen. Ich als CAMler habe hier für dieses Getriebegehäuse schon mal ein Programm erstellt. Irgendwann einmal kam für dieses Teil mit Index A aber noch ein Index B dazu. Index B schaut so aus. An und für sich sieht man auf den ersten Blick kaum Veränderung hierbei, aber der Konstrukteur hat natürlich hier ein paar Veränderungen konstruktiv einfließen lassen. Wie kann ich jetzt am besten feststellen, was sich denn zwischen Teil A und Teil B geändert hat? Hierfür gibt es ein Tool innerhalb von NX. Da gehen wir hier oben auf den Analyse-Tab und relativ weit auf der rechten Seite haben wir hier oben auch nochmal den Modellvergleich. Wenn ich diesen nun öffne, fragt mich das System, was ich vergleichen möchte. Als erstes Teil möchte ich hier den Index A auswählen. Ich wechsle in den zweiten Reiter, wo Index B sich versteckt, wähle den zweiten Körper aus. In diesem Dialog wird mir die Frage gestellt, möchten Sie nur ausgewählte Körper vergleichen? Das bestätige ich mit Ja. So, was haben wir jetzt hier vor uns? Oben links haben wir Teil A dargestellt. Oben rechts haben wir Teil B dargestellt. Unten in der Mitte sind beide Körper übereinander gelegt. Okay, in diesem Dialog nun habe ich hier die Auswahl, ob ich jetzt identische Flächen mir darstellen lassen möchte. Das will ich in diesem Fall nicht. Ich will hier vielmehr eindeutige Flächen dargestellt haben. Es ist ein Haken gesetzt bei Teil 1 und auch ein Haken gesetzt bei Teil 2. Gehe ich hier nun auf Anwenden, sehe ich nun hier in Grau dargestellt sämtliche eindeutige Flächen entsprechend ihren Körpern. Was bedeutet hier eindeutig? Sagen wir mal für Teil A, was hat Teil A, was Teil B nicht hat, und das wird dann hier entsprechend grau dargestellt. Für den zweiten Körper gilt dieselbe Frage. Was hat Teil B, was Teil A nicht hat, und das sind hier entsprechend diese Flächen auch drin. Man kann hier die Farben auch entsprechend auch mal wechseln. Sagen wir mal, bei Teil 2 will ich hier nicht mehr in Grau das Ganze haben, sondern in einem Orange. Ich bestätige mit OK. Dann sehen wir das etwas intensiver hier in dem Kontrast. Und da sehen wir auch schon hier einige Geometrien aufleuchten. Zum Beispiel gab es wohl bei Teil 2 hier in der Flanschfläche ein paar Bohrungen, die da dazu gekommen sind. Genauso wie hier eine Nut-Geometrie auf der großen Flanschfläche, die hier ursprünglich nicht dabei war. Flächen, die sich jetzt auch geometrisch geändert haben, wie zum Beispiel im Durchmesser, werden hier ebenso dargestellt. Unten in der Überlappung sehen wir beide Körper nochmals übereinander aufleuchten. Gehe ich jetzt hier zum Beispiel in eine größere Flanschfläche hinein, sehe ich jetzt auch wieder mal farblich die Unterschiede zwischen Teil A und Teil B. Zum Beispiel hat sich hier eine Bohrung in ihrer Position geändert. Ursprünglich in Grau war sie hier unten, jetzt in Orange ist sie hier oben gelandet. Okay, das war es auch schon für den diesmonatigen Quicktip. Ich hoffe, er hilft Ihnen bei Ihnen im Alltag, sodass Sie sich das Leben etwas leichter machen können mit Hilfe von Siemens NX. Wir würden uns wie immer über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar oder aber auch auf jeden Fall über ein Abonnement von Ihnen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Monat. Tschüss.